Okay. Okay. Hallo, ich höre gerade erst. Der fängt genau jetzt an, oder? Jetzt schnell. Egal. Hallo, wir sind Sönke und Lea und wir reisen um die Welt. Wir haben heute ganz schön was vor uns, denn wir haben einen Mega-Roadtrip durch Western Australia gemacht. Wir sind von Melbourne nach Perth geflogen. Ja, es war so semi-gut der Flug, denn so ein kleines Kind, was vor uns saß, hat dann leider angefangen, sich zu erbrechen. Und zwar so zwischen die Sitze, dass es dann ein bisschen auf Sönkes Rucksack und Sönkes Schuhe rauf ist, die unter deren Sitzen waren. Ja. Willst du dazu noch was sagen? Nee. Dann sind wir in Perth gelandet, sind in ein Hotel eingecheckt und haben auf einen ganz besonderen Gast gewartet. Ja, Jenny ist nämlich ein paar Stunden vor uns angekommen in Perth, eine Freundin von mir aus Deutschland. Und sie hat uns in Western Australia für den Roadtrip für 3 Wochen besucht. Und das haben wir dann zusammen gemacht. Da habe ich mich natürlich mega doll gefreut, sie wiederzusehen und überhaupt die 3 Wochen miteinander zu verbringen. Ja, dementsprechend herzlich fiel dann auch die Begrüßung aus. Und dann, ja, trotz ihres Jetlags, den sie sicherlich hatte, sind wir dann erstmal in die Stadt gefahren und haben uns Perth angeschaut. Ja, die Innenstadt ist eher so ein bisschen ruhiger. Es waren schon ein paar Fußgänger unterwegs, aber echt sehr angenehm und nicht zu viel Trubel. Besonders der Kings Park hat uns sehr gefallen. Das ist wirklich ein riesengroßer Park. Wir sind auch auf so einen Turm rauf gerannt eigentlich. Kleines Wettrennen. Auf die Plätze, fertig, los. Oh, Jenny ist vorne. Außerdem sind wir in die Münzprägeanstalt MINT gegangen, da in Western Australia oder generell in Australien so ein großes Goldvorkommen ist, hat es eine große Bedeutung dort. Und am Nachmittag haben wir uns die Hafenfront angeschaut, die relativ neu gebaut ist mit so einer kleinen Brücke. Und ich habe schon vergessen, wie das hieß, dieser Tower da. Clock Tower oder? Kann sein, das sah auf Bell jeden Fall Tower? Bell Tower, ne, weil da so viele Glocken Ja. waren. Noch ein kleiner Funfact zu Perth. Die Stadt sieht sich selber als die abgelegenste Großstadt der Welt, weil die nächste Stadt über 100.000 Einwohner Adelaide ist, was irgendwie ein 4-stündiger Flug entfernt ist. Und alles dazwischen ist halt wirklich No Man's Land, nur mit kleinen Dörfern. Das sollten wir auf unserem Roadtrip auch noch merken. Und ja, das sind einfach extreme Distanzen, die da herrschen. Und dementsprechend ist es auch ein großes Zentrum natürlich. Dann ist uns aufgefallen, dass es wirklich sehr viele schön angelegte Fuß- und Radwege gibt, die sich wirklich so neben den Straßen entlang schlängeln, aber mit Abstand zur Straße. Da ist immer so ein bisschen grün angelegt gewesen. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass es sehr angenehm ist, da zu wohnen und Ja. dann mit Fahrrad zur Arbeit zu fahren oder so. Ja, auf jeden Fall eine sehr hohe Lebensqualität, die man da gemerkt hat. Dann haben wir noch Burger gegessen bei einer Burgerkette, wie hieß die noch? Bei Grilled. Und dann sind wir abends auf eine vorgelagerte Insel im Swan River, auf der es wohl Kängurus geben sollte. Die haben wir dann erst gesucht. Und als wir sie gefunden haben, war es perfekt, weil diese Kängurus dann direkt vor der Skyline gegrast haben und rumgehoppelt. Wir waren nicht die Einzigen, aber es war trotzdem ein sehr intensives Gefühl mit diesen ganz besonderen Tieren, die halt für Australien stehen. Gleich am ersten Tag von Jenny dann natürlich da zu sein. Jetzt habe ich das Verb vergessen. Naja.
Am nächsten Tag haben wir dann schon unseren Campervan abgeholt. Es war ein sogenannter Hippie-Camper. Hippie Endeavour oder so hieß das Modell. Es hat auf jeden Fall sehr lange gedauert, den abzuholen, weil es so eine große Vermietungsfirma war, sodass wir deutlich später erst los sind, als wir geplant hatten. Und wir hatten an dem Tag sehr viel Strecke noch geplant. Der Campervan war auf jeden Fall schon eng zu dritt, dann auch mit Gepäck, aber es hat geklappt. Als erstes haben wir uns natürlich erstmal eingedeckt, sind dafür zu Aldi oder Lidl? Aldi gibt's. Aldi. Und wir hatten, glaube ich, 40 Liter Wasser und mehrere Sieht man ja in dem Video, was wir haben. Und dann ging es los auf den Great Northern Highway. Unser Ziel war der Karenjini National Park, der 3000 Kilometer entfernt war, 2,5 Tage zu fahren ungefähr. Nee, 1,5. War der Karenjini National Park. Hast du geguckt, dass 3000 Kilometer sind? Wir können jetzt nichts Falsches hier sagen. Ja, wo ist dein Handy? Das sind nur 2000. 1300. Okay. Unser Ziel war der Karenjini National Park, 1300 Kilometer entfernt von Perth. Also gut 2 Tage fahren, 2 Tage fahren, die wir dann vorhatten. Und zwar wirklich durch das australische Outback, so wie man es sich vorstellt. Es lief immer so, dass einer gefahren ist und die anderen beiden hinten gesessen haben und dann Mensch, ärgere dich nicht gespielt oder gelesen, geschlafen. Irgendwann waren wir auch zu zweit vorne, das haben wir, glaube ich, am Ende der Reise mehr gemacht, dass da nur einer hinten saß. Weil es hinten schon sehr heiß war, weil die Klimaanlage da nicht hingereicht hat. Ja. Und dann musste immer nur wenigstens einer und nicht 2 Leute leiden. Ja, die Klimaanlage war komplett immer auf voll gedreht und hat versucht, alles hinzubekommen. Aber es waren halt draußen einfach 40 Grad. Teilweise so über 40. Und dadurch musste man hinten dann immer Fenster aufmachen während der Fahrt. Der Fahrtwind war eigentlich ganz okay. Es war super laut natürlich. Also hinten war schon immer ein bisschen nervig zu sitzen, aber war auch auszuhalten. Außerdem waren draußen neben der Hitze auch noch so penetrante Fliegen, sodass wir wirklich bei den Stops, die wir dann ab und zu mal gemacht haben, wirklich immer nur ganz kurz draußen waren und dann schnell wieder weiter. Und wegen der Hitze, ja, sowieso. Ja, dann sind wir halt gefahren, den ganzen Tag durch, nebenbei immer tanken. Unser Van hatte leider Benzin und da passten, glaube ich, nur so 50 Liter rein. Also es hat gerade mal für 400 Kilometer gereicht, das heißt, wir mussten wirklich jede Tankstelle mitnehmen. Und am ersten Abend wurden wir gleich von einem sehr, sehr schönen Sonnenuntergang überrascht, den wir uns dann an der Straßenseite angeschaut haben. Nachts sind wir dann irgendwo links rangefahren und haben da einfach geschlafen. Und am nächsten Tag ist die Sonne aufgegangen und wir waren direkt neben einem See und hatten einen schönen Ausblick zum Frühstück. Ja. In der Nacht haben wir auf jeden Fall sehr doll geschwitzt. Wie eigentlich jede Nacht. Ja, weil es sich nicht so doll abgekühlt hat. Also war nachts dann immer noch 30 Grad und gerade in diesem kleinen Auto staut sich die Hitze natürlich dann auch. Ja, ohne Decke, ohne Kleidung, ohne irgendwas, einfach versucht sich nicht zu bewegen. Ich glaube, am Anfang hatten wir sogar noch ein paar Mücken. Ne? Oh, ja. Die erste Nacht, die war ganz schlimm. Ja. Naja, das haben wir dann irgendwann gelöst. Und da wir am Vortag ja so spät losgekommen sind, mussten wir dann am zweiten Tag noch viel mehr Strecke machen als geplant zum Nationalpark. Ja, also hieß es nochmal fahren, fahren, fahren. Es war wirklich nicht viel los auf den Straßen. Höchstens kam mal ein Roadtrain vorbei, die so typisch sind für Australien. Lange LKWs, die teilweise 3 Trailer hinten dran hatten und man ewig lange braucht, um die zu überholen oder auch überholt zu werden. Und dann Mittagessen,
Klopausen, wo man einige Insekten findet. Und irgendwann am Nachmittag sind wir dann angekommen im Karijini National Park. Nee, sind wir gar Am nicht. späten Nachmittag. Am späten Nachmittag sind wir dann angekommen. Leider, das hatten wir schon ein bisschen gesehen, ist das Wetter immer schlechter geworden. Man hat am Horizont ein ordentliches Gewitter gesehen. An der Tankstelle wurde uns dann auch mitgeteilt, dass die Teile des Nationalparks wohl geschlossen wären und es sich nicht mehr lohnen würde, an dem Tag hinzufahren. Und dann haben wir gesagt, alles klar, dann übernachten wir hier nochmal und fahren dann am nächsten Tag in aller Frische hin. Wir sind angekommen. Nach 2 vollen Tagen fahren. Hier. Auf der Toilette. Den Abend haben wir dann noch Frisbee-Spielen verbracht und Wieder gekocht. Ja. Ja, und am nächsten Tag sind wir dann zu dem Nationalpark eingegangen. Der war noch zu, weil das noch vor den Öffnungszeiten war. Dann haben wir uns da hingesetzt und gefrühstückt direkt vor dem Eingang vom Visitor Center. Als es dann endlich geöffnet sein sollte, sind wir noch mal hin zum Eingang. Und es war immer noch zu. Es war sogar schon eine halbe Stunde danach eigentlich. Und dann haben wir festgestellt, wegen der Nebensaison macht das Visitor Center überhaupt nicht auf. Stand natürlich wahrscheinlich nirgendwo so richtig gut. Also sind wir dann direkt losgefahren in den Nationalpark richtig rein, um uns die ganzen Gorges anzugucken, für die der Karijini National Park berühmt ist. Leider hat sich der Karijini National Park für uns leider ein bisschen als Flop herausgestellt, denn es war so gut wie alles geschlossen. Überall, wo wir hingefahren sind, war immer Trail closed, Gate closed, Straße closed, alles Mögliche. Das Einzige, was wir noch sehen konnten, war ein kurzer Walk zu so einem Ausblick auf einen Wasserfall mit einem Fluss. Da haben wir dann auch nochmal die Drohne fliegen lassen. Aber das war dann schon das Einzige, was wir da sehen konnten. Ja, wir haben dann auch noch mal mit einem Ranger gesprochen und ich hatte es auch schon so eine Art im Internet gelesen. Sobald es halt regnet in dem Nationalpark oder sogar in dem Gebiet drumherum, dann fließt das Wasser halt alles in Richtung dieser Gorges, also Schluchten. Und dort sammelt sich das Wasser als Reservoir und ist super gefährlich dann durch diese Überschwemmungen. Und deswegen ist dann alles geschlossen. Und da es ja am Vortag geregnet hatte, war das dann der Auslöser dafür. Aber wir haben uns davon nicht unterkriegen lassen und haben dann kurzum ein bisschen den Plan geändert. Es gab nämlich noch eine kleine Sache weiter nördlich, ungefähr 6 Stunden nördlich von Karijini, die wir erst machen wollten, dann ausgeschlossen und jetzt dann wieder auf einmal möglich war. Und dann sind wir nach Port Hedland gefahren, anstatt direkt zur Westküste wieder zu fahren, was eigentlich unser Plan war. War ja nämlich nur 6 Stunden entfernt im Norden. Kleiner Umweg. Der Grund, warum wir nämlich nach Port Hedland dann doch ganz gerne wollten, war eine Känguru-Auffangstation. Aber erstmal haben wir genossen, dass wir dort dann am Meer angekommen sind. Ja, die Nordküste von West Australia und auch von Australien allgemein ist natürlich super nice, aber krokodilverseucht und auch viele Quallen, die da rumschwimmen. Wir haben uns dann aber trotzdem reingetraut in eine Lagune oder in so einen kleinen Fluss. Leider war das Wasser so warm, dass es überhaupt gar keine Abkühlung war. Also es war ja draußen 40 Grad und das Wasser hatte locker über 33 Grad oder so. Nee, noch mehr. Und mit den Krokodilen, also in dieser Lagune, haben auf jeden Fall mehrere Leute geschwommen und gebadet. Deswegen denken wir, es war sicher. Aber die Lagune hatte halt schon so einen kleinen Flussverbindung zum Meer, was nicht weit entfernt war. Die Schilder sind auch nicht nur so, oder? Ja, und das Wasser war auch nicht so klar, dass man jetzt nicht das Krokodil sehen hätte können, wenn eins da gewesen wäre. Deswegen waren wir nur sehr kurz drin und dann schnell wieder raus. Wir hätten das wahrscheinlich nicht so ausfüllen sollen. Und dann kam eins der großen Highlights für die Mädels. Ja, dann sind wir in die Känguru-Auffangstation für Babykängurus, also kleine Joeys, gegangen. Und dort konnten wir dann kleine Babykängurus mit der Flasche füttern, mit so Keksenartig füttern und auch auf dem Arm halten, streicheln, kraulen. Und die waren wirklich sehr süß.
Diese Auffangstation ist auch einmalig in der Gegend und glaube ich sogar fast in ganz Australien, weil normalerweise die Kängurus eher als Plage gesehen werden. Und dort haben sich aber ein paar Freiwillige da verschrieben, die Babykängurus von erschossenen oder angeschossenen oder überfahrenen Mutterkängurus halt aufzusammeln. Deswegen werden dann die Babykängurus halt dahin gebracht und aufgepäppelt und dann wieder in die Freiheit entlassen. Und je älter die Kängurus werden, dann werden sie immer mehr vom Menschen entkoppelt. Das heißt, die älteren Kängurus durften wir auch nicht anfassen und waren auch nicht im Gehege, sondern wirklich nur die allerkleinsten, die dann langsam dann wieder vom Menschen abgebracht werden. Nachts haben wir dann noch ein krasses Gewitter in der Ferne gesehen. Wir haben noch Essen aufgestockt und sind dann Richtung Westen gefahren, in Richtung der Coral Bay, was wieder ein mega langer Fahrtag war am nächsten Tag. Endlich dort angekommen, gab es dann endlich einen richtigen Strand, wo man auch baden durfte. Keine schlimmen Tiere vorerst. Ja. Und ja, das hat sich dann deswegen auch erstmal angefühlt wie das Paradies. Die Temperaturen wurden auch langsam wieder menschlicher. Es waren nur noch über 30 Grad. Und dieser Coral Bay, wie der Name schon sagt, liegt an einem Korallenriff des Ningaloo Reefs, was so eigentlich vergleichbar ist mit dem Great Barrier Reef, nur halt auf der Westseite. Nicht ganz so groß, aber auch extremst schön und noch, glaube ich, auch noch relativ intakt und noch nicht ganz so angegriffen. Die Coral Bay selber war direkt an einem Korallenriff, das aber leider durch einen Sturm oder so... Nee, durch Chemikalien. Echt? Ja. Scheiße. Ja. Was vor einigen Jahren dann aber leider. Ja, vor einigen Jahren von Chemikalien kaputt gegangen ist und die ganzen Korallen alle ihre Farbe verloren haben und natürlich dann draufgegangen sind. Das hatten wir uns eigentlich nicht so vorgestellt, weil wir wollten da eigentlich schnorcheln und dachten, Coral Reef, Coral Bay, das ist ja der perfekte Ort. Haben aber dann den Strand genutzt und haben auch noch einen Rochen gesehen und haben dann abends auf dem Parkplatz noch gekocht und Skat gespielt, was wir dann in den nächsten Tagen auch sehr häufig wiederholt haben. Ja, und während wir so draußen saßen und unser Abendessen gegessen haben, den Sonnenuntergang dabei gesehen haben, haben wir auch gesehen,
dass eine riesen fette Spinne außen an unserem Auto lang gekrabbelt ist und alle Türen waren auf. Da sind wir schnell zum Auto und haben die Türen schnell zugeschlagen. Dadurch hat sich die Spinne aber erschreckt und ist ganz schnell weggerannt. Und es sah so aus, als ob sie es eventuell geschafft haben könnte, noch durch den Türschlitz reinzukommen beim Schließen der Tür. Aber wir haben es leider nicht ganz gesehen, wussten dann nicht, ist sie jetzt im Auto oder ist sie nicht im Auto? Dementsprechend unwohl haben wir dann geschlafen später. Ja. Wir haben dann noch ein bisschen versucht zu gucken mit einer Taschenlampe oder so, ob die im Auto ist, aber ja. Tatsächlich können wir das jetzt schon vorwegnehmen. 2 Tage später, abends, wir haben wieder Skat gespielt, diesmal im Auto. Und dann, war ich das? Ich glaube du, ja. Ja. Und dann habe ich so hinter den Mädels geguckt und da war so ein Schatten. Ja, unsere Spinne war wieder da. Wir hatten sie anscheinend wirklich mitgenommen und sie hat 2 Tage mit uns im Auto gelebt. Ich kann mich da nicht so gut festhalten, das ist schon mal gut. Ich fährt die da runter. Komm. Wer soll sie kennen? Es ist egal. Einfach raus. Haben wir noch ein größeres Glas? Ne? Nein. Sehr gut. Adrenalin. Warte, jetzt lass es so. Okay, jetzt müssen wir. Die ist hinter so einem Regal hervorgekommen und glücklicherweise da geblieben, sodass wir sie mit einem Glas einfangen konnten und ganz, ganz weit weg vom Auto in die Freiheit entlassen haben. Die ist auch direkt weggerannt, also die hatte selber Angst vor uns, aber... War keine Roadtrip-Spinne. Die sehe ich nicht mehr doch. Also. Tschüss. Sagt alle Bye-Bye. Das Glas können wir morgen früh abholen. Ist sie noch drin? Nee, sie rennt jetzt raus. In welche Richtung? In die. Okay. Tschüss. Dann haben wir uns nochmal informiert, wo man denn jetzt in der Region schnorcheln kann. Denn das Riff ist ja trotzdem sehr groß und nicht alles zerstört gewesen von den Chemikalien. Und dann haben wir erfahren, dass im Cape Range National Park, der noch ein bisschen weiter nördlich ist, noch ganz schöne Schnorchelspots zu finden sind. Da mussten wir einen ganz schönen Umweg fahren über Exmouth, auch wieder 4-5 Stunden. Und auf dem Weg hat sich das Wetter immer mehr zugezogen und ich war dann auch negativ drauf, meinte, ja, das wird nichts, das wird noch regnen. Es hat sich dann aber, als wir am Strand waren, auf einmal aufgeklärt. Ja, dann haben wir die Schnorchel angezogen, Schwimmbrillen auf und sind rein ins Wasser. Wir hatten leider nur 2 Schnorchel, da sind wir immer zu zweit rein und haben dann gewechselt. Und das war so ein Strand, wo das Wasser so zur Seite gedriftet ist und man sich praktisch reingelegt hat, sich hat treiben lassen für 200 Meter und dann halt noch schnell die Kurve kriegen musste und dann wieder an Land konnte. Ja, beim ersten Mal haben wir uns nicht so ganz so weit rausgetraut erstmal, gerade wegen der Strömung und haben so kleine Fische gesehen, auch so coole durchsichtige Fische. Ja, und dann kam noch so ein großer Fischschwarm an uns vorbei, der wirklich in so einem Ball quasi geschwommen ist. Was ganz nice war, außer dass dann durch diesen Fischschwarm plötzlich so ein Riffhai durchgeschwommen ist. Direkt auf uns zu. Ja, also wir hatten noch ungefähr, ich weiß nicht, so 2 Meter vielleicht mit dem Abstand oder was? Ich glaube, der war 1 Meter von. Ich habe so geguckt und die waren ja wirklich so. Und auf einmal, er hat sich ja selber erschrocken. Ja. So, wow, ist schnell abgedreht und weggegangen. Ja, Und das war so 1 Meter oder so. Okay. Die tun einem ja nichts. ja. Aber da hat mir schon kurz. Ja. Ja, aber der ist dann auch weggeschwommen und wir sind dann auch weggeschwommen. Jetzt nicht super schnell, aber schon zügig. Ja. Ja, es war richtig cool. Und mit Jenny habe ich dann noch mal einen Rochen gesehen, das auch sehr beeindruckend war. Und es war einfach mega. Also wir haben leider keine Filme machen können, weil wir kein Unterwasser-Equipment mit haben. Aber vielleicht können wir ein bisschen Stock-Images reintun. Es ist halt einfach wie im Fernsehen. Einfach so viele tolle, farbige Fische, die man wirklich nur aus Filmen, aus Findet Nemo oder aus dem Aquarium kennt, die dann einfach da leben. Ja. Das ist ja wirklich außergewöhnlich. Ja, ich fand es auch cool, natürlich einmal die Begegnung mit dem Hai, vor allem weil nichts passiert ist. Aber halt einfach diese Vielfalt an kleinen Fischen, die man gesehen hat, die alle so unterschiedliche Farben hatten und Muster, war schon echt ganz cool. Und an jedem anderen Urlaub oder an jedem anderen Tag würde man sagen, das ist das absolute Highlight. Aber es war noch nicht vorbei. Der Tag hatte noch einiges zu bieten. ja. Ja, dann hat es doch auch noch mal angefangen zu nieseln, wo wir wieder Angst hatten, dass es uns einen Strich durch die Rechnung macht, denn wir hatten am Abend halt noch einiges vor. Dann hat es aber ein Glück aufgehört und wir sind an einen anderen Strand, aber im gleichen Nationalpark gefahren. Weil der Nationalpark auch bekannt sein soll für Schildkröten, die aus dem Wasser abends und morgens an Land kommen
und sich dort ihre Eier legen und halt an einer anderen Zeit auch die kleinen Babyschildkröten schlüpfen können. Und ins Wasser laufen. Ja, wir haben uns zuerst dann an den Strand gesetzt, langsam ist auch die Sonne untergegangen. Wir haben immer Ausschau gehalten nach den Schildkröten, sie aber gar nicht gesehen. Aber irgendwann haben wir so eine Menschentraube ein bisschen weiter hinten am Strand gesehen, sind schnell hingegangen. Und da sind dann wirklich die Babyschildkröten aus den Eiern geschlüpft. Und wirklich so niedlich und tapsig ins Wasser dann reingerannt und einmal quer über den Strand. Ist ja super gefährlich, einer der gefährlichsten Momente für Schildkröten, weil sie da ja noch gutes Futter sind für alle möglichen Arten von Tieren. Aber wir haben natürlich uns darum gekümmert, dass da niemand noch von Möwen gefressen wird, sondern dass die das alles schaffen. Es war wirklich einer der Momente in meinem Leben, wo ich mich noch nie so nah an der Natur gefühlt habe, wie als diese Schildkrötenbabys da aus dem Sand gebuddelt kamen und dann so süß in das Wasser gelaufen sind. Das war immer noch nicht alles, was wir an diesem Abend da sehen konnten, denn dann haben wir uns nochmal hingesetzt, nochmal den Sonnenuntergang weiter angeguckt und gewartet, weil ja angeblich noch die Mutterschildkröten irgendwann an Land kommen sollten und zum Eierlegen. Das haben wir aber wieder nicht gesehen und dann dachten wir irgendwann, okay, wir laufen mal ein bisschen über den Strand, gucken mal, ob es vielleicht wir am falschen Ort sind. Und dann weiter hinten haben wir schon gesehen, dass gefühlt alle anderen, außer wir, schon die ganze Zeit Schildkröten beobachten. So haben wir uns dann leise und vorsichtig daneben gesetzt und das auch beobachtet, wie die riesigen Mutterschildkröten, die erst Löcher buddeln und dann die Eier legen und dann wieder ins Wasser laufen. Was ein bisschen traurig war, dass sich nicht alle an die Regeln gehalten haben, die da überall standen. Die Schildkröten sind nämlich sehr schreckhaft, gerade an Momenten, wenn sie aus dem Wasser kommen und wenn sie an gewissen Punkten sind in ihrem Prozess. Und die Leute sind dann halt trotzdem zu denen hingelaufen. Und wir haben schon sehr viele Schildkröten gesehen, die dann wieder abgedreht sind und schnell wieder zurück ins Wasser, weil sie sich nicht sicher gefühlt haben. Aber je länger der Abend dann war, desto mehr Schildkröten kamen dann auch raus und desto weniger Touristen waren da. Und dann hatten wir wirklich nochmal magische Momente, 1-2 Meter neben den brütenden oder eierlegenden Schildkröten zu sitzen und denen dabei zuzuschauen. Ich fand es im Nachhinein auch echt krass, den Größenunterschied von den kleinen Babys zu den erwachsenen Tieren, weil die waren schon echt richtig, richtig groß und riesig. Ja, das war eins der krassesten Momente auf unserer gesamten Weltreise, dieser Abend. Ja, nicht nur die Schildkröten, sondern auch noch andere Begegnungen mit Tieren, die in den nächsten Tagen noch folgen sollten. Also auch das waren eigentlich wirklich die größten Highlights auf der Weltreise. Wir haben uns überlegt, dass wir hier erstmal eine Pause machen. Der Roadtrip war noch nicht mal eine Woche alt und sollte noch weitergehen. Also von der Natur und von der Umgebung war der Roadtrip bis dahin schon mal richtig cool. Aber auch mit Jenny in der Dreierkonstellation hat es sehr viel Spaß gemacht. Sie hat auch mal neuen Wind reingebracht und wir hatten mit ihr auch einen würdigen Skatpartner dazu gewonnen, obwohl wir alle drei das Spiel eigentlich erst auf dem Roadtrip gelernt haben. Und wir hatten einfach ewig viele tolle Gespräche, zu zweit, zu dritt. Ja, schon die ersten Tage haben wirklich so viel Spaß gemacht und wir haben so viel gesehen. Und ja, man dachte da eigentlich, es kann nicht mehr getoppt werden, aber es wurde dann eigentlich doch noch getoppt von den anderen Sachen, die wir noch die nächsten Tage, was wir dann noch erlebt haben. Gut, wir machen jetzt Schluss. In der Zwischenzeit, bis das nächste Video hochgeladen ist, lest unseren Blog invaluablediary.com. Dort gibt es auch einen Blogbeitrag über unser Roadtrip-Leben. Und wir sagen Tschüss. Ja, tschüss. Wir haben ganz schön viel angeteasert in diesem Video, oder? Ja, aber
Ja, Ist halt so. Das war auch einfach der krasseste Roadtrip, den wir machen.